herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Rune 3. Wir haben es in der letzten Folge geschafft, die letzte Pyramide zu bekommen. Und die werden wir jetzt mal einsetzen. Okay. Der Schlüssel des Meisters. Oho. Und eine weitere Tür öffnet sich. Und wir sind jetzt auf dem Dach. Wir haben immer noch den Schraubenzieher. Okay. Okay. Da ist was. Hinter diesem Gitter. Ah, ich kann den Schlüssel, glaube ich, da oben drauf setzen. Ja. Ein Metallring. Okay, der Metallring könnte vielleicht da dran kommen. Ja. Ach, das kann ich drehen. Ah, ich verstehe. Ich muss die da ausrichten. So. So. Jetzt kommt da ein Lichtstrahl raus. Okay. Ach so, das ist jetzt offen. Dann kann ich den nämlich da draufsetzen. Oh, und damit kann ich in den Schlüssel rein. Ist das ein Stück Null-Element? Ah, ich drehe immer 2.
Oh, und da ist eine Tür. Die geht wieder scheinbar zu dem Abteil, wo wir am Anfang drin saßen. Es scheint da sicher etwas hineinzupassen. Wahrscheinlich, ja. Und da ist eine sechseckige. Hier ist übrigens auch eine Falltür. Glückwunsch, du hast das Herz meines Labyrinths gefunden. Dies mag sich zwar wie ein Sieg anfühlen, doch von der Freiheit bist du weiter entfernt als je zuvor. Doch gräme dich nicht. Du warst nicht der Erste und wirst auch ganz sicher nicht der Letzte sein. Jede einzelne Wendung hat dich hierher geführt. Da du Rätsel so sehr magst, habe ich ein letztes Rätsel für dich. Es wird dich bis in alle Ewigkeit beschäftigen. Was ist der Unterschied zwischen einem Irrgarten und einem Labyrinth? Aber wie kann ich eine Antwort von dir erwarten, wo du doch nicht einmal den Unterschied kennst zwischen einem Raum und einem Kerker, der Meister? Okay. Glückwunsch, du hast The Room 3 zum ersten Mal abgeschlossen und die Folgen deiner Handlungen erlebt. Aber es warten noch andere Enden auf dich. Nutze den Schicksal-Ändern-Button im Hauptmenü, um nach Greyholm zurückzukehren. Nur wenn du die vom Meister versteckten mysteriösen Artefakte einsetzt, kannst du dein Schicksal ändern. Okay, ja, es gibt in diesem Spiel nämlich mehrere Enden. Und ich würde sagen, versuchen wir heute mal vielleicht noch ein anderes Ende zu finden. Okay. Also sobald ich durch die Tür da durchgehe, ist das Spiel ins Prinzip vorbei. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie hier noch die restlichen Rätsel. Ich weiß ja, dass hier noch so ein paar Dinge ungelöst sind. Wir haben hier zum Beispiel noch die Uhr. Moment, ich habe da gerade was gesehen. Da an der Wand. Was war denn das? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Lol. Was ist das? Ja, danke. So viel habe ich auch gemerkt. Aber krass, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Kann ich hier von der anderen Seite vielleicht irgendwie... Ah. Oh, ich kann da reingehen. Okay, das heißt, ich kann da im Grunde genommen ein Schlüsselloch formen. Aber ich habe, glaube ich, also ich habe halt nichts, was ich da nutzen könnte. Okay, ich muss zugeben, ich habe an dieser Stelle mal gegoogelt, weil das hätte ich sonst tatsächlich nie gefunden.
Hier befindet sich ein Schalter, den habe ich absolut nicht gesehen, jemals zuvor. Also da hätte ich wirklich noch Stunden suchen können. Hier haben wir wieder einen von diesen Briefen. 23. Juni. Das Nullelement verzerrt das Haus. Ich kreise um mich selbst, durchschreite Flure, die doch nur zu sich selber führen. Ich umgehe das Labyrinth mit den Portalmaschinen. Doch den Kristallen geht die Energie aus. Wenn ich nicht bald eine neue Energiequelle finde, bin ich für immer gefangen. Okay. Interessant. Und damit kann ich das drehen. Und somit auch das. Oh, und da bekomme ich das Ding für den Wahrsager. Okay, das ist das erste Ende. Ein Kurbelrad. Wo kann ich das denn gebrauchen? Ah. Er hintergeht dich. Wow. War das vorher schon da? Nee, oder? Oh, diese Spuren hier sind im Prinzip wegweisend. Okay, also ist das vielleicht AJ, der versucht uns zu helfen oder irgendwie so? Weil es ist ja scheinbar ganz klar gemeint, dass der Meister uns hintergeht. Jetzt kommen wir in einen völlig neuen Raum. Und hier sind Schubladen. Und da ist wieder ein Brief. 27. Juli. Der kecke Freund von AS hört nicht auf mit seinen Fragen. AS? Interessant. Also diese Person, die diese Briefe schreibt hier, kennt AS. Doch auch ich bin nicht ohne Fragen. Wie haben Sie das Nullelement überwunden? Wie viel Energie ruht in Ihrer schillernden Seele? Sie herzubringen würde meine letzten Energiereste verbrauchen. Doch vielleicht sind Sie der Schlüssel. Mir bleibt keine Wahl. Ich muss das Risiko eingehen. Ich habe eine sehr starke Vermutung, dass das hier auch der Meister ist, der diese Briefe schreibt. Weil hier zuerst einmal dieser Freund von AS, damit mit Sicherheit ich gemeint. Scheinen alle bereits entsperrt zu sein. Ja, gut.
Das mag sein. Aber ich sehe bei den Schubladen jetzt aus, okay, da ist halt dieser Brief, aber ansonsten sehe ich da jetzt gerade erstmal nichts, was mir irgendwie helfen könnte. Ich kann auch nicht wirklich guten Winkel da drauf kriegen. Okay. Hier sind Hebel. 17. 17? Ah. Ich muss 17 vermutlich rausbekommen. Also 11 plus 4 sind 15, plus 1 sind 16. Sagen wir mal 8 plus 4 sind 12, plus 5 sind 17. Okay, 31. 7 mal 4 wären 28. Plus 3 sind 31. Das passt. Okay. 30. Sagen wir mal 2 mal 5 sind 10. Plus 4 sind 14, 17. 10, 14. 26, dann minus 5 sind, ja, und dann plus 9, das stimmt. Ja gut, das ist jetzt klar, wo ich die hinschieben muss. Library. Okay, also jetzt klingelt da jetzt das Telefon in der Bibliothek? Das ist interessant. Okay. Tatsächlich. Oh, und jetzt hat das da Strom. Kreuz, kann ich da jetzt auch den Wachszylinder reintun? Ja. Kann ich. Okay. Kreuzförmiger Schlüssel. Der ist für die Schubladen. Und wir bekommen einen weiteren Stein. Ein Kurbelgriff. Nämlich hier. Aha.
Oh, und jetzt ist hier auch die Scheibe. 17,95. Das heißt, jetzt gehe ich wieder rüber zu dem anderen Telefon. Ja, es klingelt wieder. Oh, beschreibe ich jetzt diesen Wachszylinder mit dieser Musik? Ein beschriebener Wachszylinder. Und den kann ich jetzt oben einsetzen. Dritter August, ein Durchbruch. Das Portal blieb stabil. Doch ich konnte bloß hindurchschauen. Jede Berührung ließ das Bild schwinden. Um mit Fleisch und Blut hindurchzuschreiten, brauche ich mehr Energie. Der Anblick ist überwältigend. Okay. Release. Was ist das? Ah, das ist für oben. Bevor wir das aber benutzen, würde ich sagen, die Aufnahme ist schon ziemlich lang und von daher machen wir da erst in der nächsten Folge weiter und versuchen vielleicht doch noch zu entkommen. Bis dann.